Oh mein Gott, hörst du die Möwen im Hintergrund singen? Wunderschönen guten Morgen, Sonnenschein. Ja, Sonne ist da, du bist da, ich bin da. Was will man mehr, glaube ich? Nichts, oder? Naja, auf jeden Fall, die Sonne ist da, meine Lieben. Wir zeigen unsere Haut. Und das ist auch schön so und das ist gut so. Aber Vorsicht! Denn um eine schön gebräunte Haut zu haben, bedarf es einer guten Pflege und einem guten Schutz. Deswegen, ich bin Max. Und ich bin Barbara. Und wir werden heute darüber reden, was wir tun müssen und können, wenn es darum geht, unsere Haut vor der Sonne zu schützen und zu pflegen. Ich habe mir den Blog-Eintrag durchgelesen und ich habe gesehen, dass wir da einen kleinen Eintrag zum Thema Sonnenschutz haben. Und ich würde dir jetzt, Barbara, ein paar Fragen oder eher gesagt Mythen stellen, die ich da gesehen habe und die ich auch in euren Kommentaren sehr oft wiedergefunden habe. Und die könntest du uns dann beantworten, hoffentlich. Ansonsten, meine Lieben, bleibt auf jeden Fall dran, denn nachdem wir die Fragen beantwortet haben, werden wir noch einen kleinen After-Sun-Vergleich machen. Aber bevor wir überhaupt in die Mythen einsteigen, würde ich erstmal fragen, Barbara, könntest du mir und allen anderen da draußen erklären, was der Unterschied zwischen Sonnencreme und After-Sun ist? Sonnencreme verwendet man vor der Sonnenexposition. Und die After-Sun eben nach dem Sonnenbad. Das ist ein guter Fakt zu wissen. Das ist sehr wichtig, dass es tatsächlich auch nur eine Behandlung nachdem man in der Sonne war gibt und nicht nur vor dem Sonnenbaden. Na gut, das bringt mich auch jetzt schon zu unserer zweiten Frage oder jetzt eher gesagt dem ersten Mythos, was ich so rausgesucht habe. Und zwar, das erste Mythos, Barbara, stimmt es, dass je mehr Sonnencreme ich auftrage, desto höher wird der Lichtfaktor? Ist nicht korrekt. Das bedeutet im Endeffekt... Lieber häufiger und Messerrücken-dünn. Okay, super. Gut, dann nächste Frage, die ich habe, ist Kleidung. Stimmt es, dass Kleidung auch vor der Sonne schützt? Nicht jede Kleidung. Sehr dünne, transparente Kleidung schützt nicht. Barbara, was ich auch noch mitbekommen habe, ich kenne tatsächlich sehr viele Menschen, die mir sagen, wenn sie in der Sonne lagen und erstmal rote Haut haben, es danach aber braun wird, es voll in Ordnung ist. Deswegen meine Frage an dich, stimmt das, dass wenn ich zuerst rote Haut habe, die dann aber braun wird, dass es nicht schädlich ist? Nein, denn rote Haut bedeutet immer Entzündung und Entzündung bedeutet immer ein zu viel an Sonne. Deswegen, meine lieben Leute, nur weil sie rot ist und dann braun wird, bedeutet nicht, dass ihr irgendwas Gesundes für euch tut. So, ihr Süßen, also, wir haben jetzt mal hier so ein bisschen bei Dermanostik die Taschen von unseren Mitarbeitern geplündert. Nein, keine Sorge, wir haben es nicht geklaut, wir haben es uns nur kurz ausgeliehen. Was haben wir uns ausgeliehen? After-Sun-Mittel, die wir tatsächlich in der Drogerie und in der Apotheke finden können. Und die werden wir heute für euch unter 3 bestimmten Kriterien beurteilen und bewerten. Deswegen würde ich mal sagen, Barbara, bist du aufgeregt? Gut. Ja, das Excitement ist wieder groß geschrieben heute hier. Deswegen fangen wir auch direkt an. Also das erste Produkt, was ich euch heute hier mitgebracht habe, ist von Garnier, die Ombre Soleil. Ist das überhaupt Soleil? Genau, meine ich doch. So, und deswegen würde ich erstmal sagen, unser erster Punkt, den wir erstmal berücksichtigen, um zu gucken, ob dieses Produkt gut, schlecht oder was auch immer ist der Geruch. Weil ich finde, ein Geruch macht viel aus. Ne? Wir wollen ja alle gut riechen und nicht irgendwie stinky machen, deswegen... Oh, die riecht gut. Die riecht wirklich gut. Die riecht... Ja, die riecht gut, ja. So. Ja. Also, lässt sich auch ganz gut auftragen. Also. Ist sehr leicht. Gut. Ich glaube, ich habe zwar ein bisschen zu viel für meine kleine Hand benutzt, aber vom Gefühl her, muss ich echt sagen, fühlt sich das schon sehr wässrig an. Ne? Wässrig und angenehm an, ja. Meinst du, dass diese Sonnencreme tatsächlich auch gut ist, wenn ich zum Beispiel Akne oder sowas hätte? Ja, oder denke ich schon, weil die sehr wasserhaltig und nicht fett ist. Also ich denke, das wäre bei Akne geeignet. Wow, das ist wirklich schön. Also Fakt ist, das erste Kriterium Geruch, würde ich sagen, kriegt von uns beiden ein Häkchen. Also Geruch ist schon mal ein guter Geruch, ein angenehmer Geruch. Das zweite, vom Gefühl her, finde ich die tatsächlich jetzt auch sehr leicht auf der Haut, sehr angenehm. Wir wissen, dass sie bei Akne gut ist, deswegen ist da eigentlich auch
Daumen hoch. Ja. Und das letzte, Barbara, das würde ich dir tatsächlich als unsere Inhaltsexpertin übergeben, wäre, wenn du jetzt uns sagen könntest, ob die Inhaltsstoffe, die wir in der Creme finden, tatsächlich gut für unsere Haut sind oder nicht gut für unsere Haut sind und was du dazu sagen würdest. Ja, also es ist Wasser enthalten, es macht den Kühleffekt, das mögen wir gerne. Es sind sehr viele Bestandteile drin, das heißt, es enthält Konservierungsstoffe und es enthält auch Duftstoffe, obwohl es eigentlich kaum riecht. Das ist wiederum auch gut. Es enthält wenig Duftstoffe, weil Duftstoffe in Kombination mit Sonne können Sonnenallergien hervorrufen. Also da ist wirklich ein diskreter oder im Prinzip ein wenig vorhandener Geruch besser. Das heißt, Ist aber hier der Fall, es riecht ja kaum. das ist ein cooler Fakt zu wissen, dass tatsächlich diese Duftstoffe so eine Nebenwirkung haben können in Kombination mit der Sonne, weil tatsächlich ich persönlich würde auch erstmal für irgendetwas gehen, was mir natürlich ein Gefühl gibt, wo ich mir so denke, oh, da rieche ich schon besser. Ja. Ne? Aber wenn das gefährlich ist, Leute, achtet dann immer drauf, ne, dass ihr dann wirklich euch dann die Inhaltsstoffe mal anguckt und dann guckt und vergleicht, ob dann quasi die Kosten und die Nutzen sich da so wirklich aufwiegen. Bei Sonnenschutz achtet man darauf, dass keine Duftstoffe drin sind. Aber warum bei After Sun auch? Weil After Sun natürlich nach dem Sonnenbad aufgetragen wird, aber oft am anderen Tag doch noch Duftstoffspuren auf der Haut sind, die bei einer Sonnenexposition dann eben zu unerwünschten Effekten führen können. Das bedeutet im Endeffekt, diese Duftstoffe, die in der After Sun drin sind, finde ich am nächsten oder übernächsten Tag immer noch auf meiner Haut. Ja, man findet es und eigentlich, wenn man den Geruchstest macht, man riecht es am anderen Tag noch. Das heißt, sie sind noch da. Okay, und dann könnten die dann ihre schädliche Wirkung im Genau, Nachhinein so ist das. ausüben. Genau. Also auch bei After Sun Produkten wirklich darauf achten, möglichst wenig parfümiert. Okay, sehr gut zu wissen. So, jetzt reden wir auch schon über unsere zweite After Sun Mittelcreme, wie auch immer. Und ich würde mal sagen, gerade eben habe ich mir den Geruchstest als erstes gegönnt. Jetzt würde ich dir das einfach mal überlassen, den Geruchstest zuerst zu machen und dann gucken wir mal, wie es macht. Okay, ja, riecht gut. Jetzt bin ich gespannt. Boah, also es riecht schon tatsächlich ein bisschen mehr nach Sonnencreme als die andere, finde ich persönlich. Ja, ein bisschen stärker riecht es auch. Okay. Aber es riecht angenehm, kann man nichts sagen. Ja. Und ja, lässt sich auch gut verteilen und kühlt die Haut ein bisschen. Eigentlich alles, was man von so einem After Sun Produkt gerne hat. Die wirkt aber auch tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ein bisschen dicker als die erste. Okay, nee, ich nehme es zurück. Die wirkt nicht so. Wenn man verteilt, wenn man verteilt, dann merkt man dann schon, dass sie doch wieder sehr wässrig sich anfühlt, sehr leicht auf der Haut sich anfühlt. Zu der auch dieselbe Frage. Ist die jetzt zum Beispiel für empfindliche oder Aknehaut geeignet? Was würdest du sagen, Barbara? Ja, ich habe mir die Zusammensetzung angesehen. Sie ist geeignet. Eben der diskrete Geruch spricht ja auch dafür, dass sehr, sehr wenig von den Duftstoffen drin ist. Konservierungsstoffe müssen bei so einem Produkt natürlich mit drin sein. Ja. Aber ich denke, es ist ein gutes Produkt und von der Gelcreme, von der Konsistenz her eben angenehm aufzutragen und dadurch zu empfehlen. Das bedeutet, Geruchstest bestanden, Inhaltsstoffe bestanden und Gefühl her bestanden. Bringt uns auch schon last but not least zu unserem letzten Produkt hier, unserer Nivea After Sun. Ich würde jetzt tatsächlich als erstes mal riechen und gucken, wie die riecht. So, ich habe auch gesehen, dass da Aloe Vera drin ist. Persönlich muss ich aber sagen, fand ich vom Geruch her die beiden hier ein bisschen angenehmer. Die riecht schon sehr stark, was tatsächlich auch bestimmt in Ordnung ist für viele Menschen. Aber wenn es jetzt so nach meinem Geschmack geht, muss ich sagen, die beiden hier fand ich dann schon vom Geruch ein bisschen dezenter. Genau, stimmt. Hier ist bisschen auch riecht ein bisschen nach Zitrone und dadurch etwas frischer. Was für den einen oder anderen, ich empfinde es als angenehm, aber es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Das stimmt. Gucken wir mal nach der Konsistenz. Ja, die ist auch sehr angenehm und sie kühlt. Wahrscheinlich durch den Zitronenzusatz, dass es kühlend wirkt. Zitrone hat einen kühlenden Beieffekt? Ätherische Öle generell haben eine gewisse Verdunstungskälte und wirken dadurch kühlend. Ja, die fühlt sich wirklich schön an. Also
Also vom Gefühl her ist sie sehr, ist sehr, sie sehr angenehm. Ja, sehr, Ja. vor allem auch ein bisschen weich. Also ich finde, meine Haut fühlt sich, glaube ich, auch ein bisschen weicher jetzt dadurch an. Ich mag die, nur der Geruch ist halt... Der ist dir zu zitronig. Ja, der ist mir ein bisschen zu zitrusfruchtig, aber das wie ist, gesagt, persönliche Präferenzen hier. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, vor allem, weil ich die ersten beiden mal riechen konnte, ist es, glaube ich, jetzt auch im Vergleich her, ein anderer Geruch, er ist neu, so weißt du? Deswegen glaube ich auch, dass mein Gehirn sich erstmal jetzt denkt, oh, riecht anders. Aber wie gesagt, so jetzt im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, jetzt wo ich das so ein paar Sekunden riechen konnte, ist es gar nicht so intensiv, wie ich es zuerst wahrgenommen habe. Aber dieser frische Effekt auf der Haut, ich empfinde das als angenehm. Und ich denke, bei leichtem Sonnenbrand empfindet man das auch als kühlend und eben dadurch dieses subjektive, angenehmes Gefühl und Erleichterung für die Haut. Also eigentlich alle drei sind gut. Ich denke, ihr könnt entscheiden und auch frei wählen und euch von eurem Geruchssinn, von eurem Feeling leiten lassen. Das ist gut. Eine Frage habe ich noch zur letzten, Barbara. Die ersten beiden haben wir ja schon uns angeguckt, ob Akne und empfindliche Haut da quasi good to go ist. Ja. Was ist mit der letzten als unsere Inhaltsstoffexpertin? Was würdest du sagen so von den Inhaltsstoffen her? Wie würdest du die bewerten? Die Inhaltsstoffe sind sehr ähnlich, wobei ich hier... es sind keine Prozente angegeben, aber durch die Leichtigkeit nehme ich an, dass das die wasserhaltigste ist. Okay. Am meisten feuchtigkeitsspendend. Oh, schön. Das ist wirklich schön. Und jetzt so als abschließende Frage, wenn du einen von diesen drei, die wir jetzt hier gefunden haben, wählen müsstest als dein Favorit, welchen würdest du wählen? Du ahnst es doch schon. Diesen. Vielleicht schreibe ich den von dir. Das hier ist dein Favorit. Ja. Okay. Vom Zitronischen her, von dem Gefühl her kann ich das absolut verstehen. Es liegt nicht nur daran, dass ich den von dir bekommen habe. Nee, tatsächlich stimmt. Okay, cool. Ja, das ist wirklich in Ordnung. Ich muss sagen, mein persönlicher Favorit wäre tatsächlich die erste, weil ich die vom Gefühl her am leichtesten fand und ich fand den dezenteren Geruch in dem Fall tatsächlich angenehmer. Aber was ich trotzdem noch sagen möchte ist, vom Gefühl her stimme ich dir zu, auf der Haut war die tatsächlich am angenehmsten. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass meine Haut nach dem Benutzen dieser Creme am weichesten war. Das soll jetzt aber auch keine persönliche Werbung hier werden, dass wir sagen, die ist jetzt besser als die oder die ist jetzt besser als die. Du hast es gerade eben schon richtig schön gesagt. Im Endeffekt ist es entscheidend für eine Aftersun oder eine Sonnencreme immer eine individuelle Entscheidung. Deswegen geht raus, beschäftigt euch mit den Inhaltsstoffen, guckt euch an, was für eure Haut vor allem am besten wirkt. Das sind halt hier nur ein paar Anleitungen gewesen oder ein paar Anhaltspunkte gewesen von uns, an die oder anhand deren man sich entscheiden könnte, für welche Sonnencreme man sich entscheiden müsste. Richtig, ne? Aftersun-Creme. Aftersun, ja genau. Es geht ja um Aftersun, nicht Sonnencreme. Unterschied. Das eine vorher, das andere nachher. Ja, nicht so ein schwieriges Konzept, aber trotzdem manchmal ein bisschen verwirrend. Naja, nichtsdestotrotz, meine Lieben, ich hoffe, euch hat unser kleines Empfehlungsvideo und unser kleines Frage-Mythen-Video wieder gefallen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge oder andere Fragen habt, andere Themen habt, falls euch irgendwas auf der Seele liegt, was ihr uns gerne sagen wollt, schreibt das unbedingt in unsere Kommentarsection unten drunter. Ansonsten abonniert, werdet zu einem treuen Abonnenten und verpasst unsere Videos nicht, weil wir machen viele solcher Videos hier zusammen mit der Barbara. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Sommer, einen schönen Tag. Vergesst nicht zu trinken, euch einzucremen mit Sonnencreme und danach mit Aftersun. Ne? So ist es, ja. Und guckt auf jeden Fall auch bei Insta vorbei, weil da laden wir auch jetzt im Laufe der Woche wieder sehr coole Videos und sehr coole Beiträge hoch. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer bleibt gesund. Ne? Man sieht sich. Ja, stimmt, man sieht sich. Deswegen macht's gut, ihr Lieben. Ciao.